Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem Hamburg-Abenteuer. In dieser einzigartigen Stadt, wo Geschichte auf Kultur trifft und das Lebensgefühl vibriert, entfaltet sich ein Kaleidoskop unvergesslicher Erlebnisse. Doch heute wird es besonders spannend, denn ich werde dir nicht nur die Schönheit meiner geliebten Heimatstadt zeigen, sondern auch zwei exklusive Geheimtipps preisgeben, die du nicht verpassen solltest. Also schnall dich an. Lass dich von der Magie Hamburgs verzaubern und bleib dran, denn am Ende dieses Videos warten noch zwei besondere Highlights auf dich. Der Hamburger Hafen, das Tor zur Welt. Komm mit mir an die Elbe, an den Hafen, das Tor zur Welt. Der Anblick der Containerschiffe, der Geruch von Salzwasser und das Rauschen der Wellen, hier spürst du die Seele unserer Stadt. Hamburgs Hafen ist nicht nur Lebensader der Stadt, sondern als zweitgrößter Seehafen Europas einer der wichtigsten Umschlagplätze der Welt. Die Landungsbrücken am St. Pauli-Fischmarkt sind einer der belebtesten Orte der Hamburger Innenstadt. Hier legen die Hafenbarkassen, Alsterdampfer und Hafenfähren ab, um Einheimische und Touristen über die Elbe zu den Elbinseln oder an andere Uferziele zu bringen. Die schwimmenden Pontons der Landungsbrücken bieten einen einmaligen Blick auf den Hamburger Hafen mit dem Panorama der Speicherstadt und Hafen City. Vor allem bei gutem Wetter herrscht hier Hafenflair pur. Möwen kreisen durch die Luft und Enten schwimmen um die Brückenpfeiler. Die spektakuläre Elbphilharmonie, Hamburgs Wahrzeichen zwischen Tradition und Moderne. Majestätisch erhebt sich die Elbphilharmonie am Hamburger Horizont. Ihre geschwungene Glasfassade spiegelt wie eine gigantische Welle das Licht der Hansestadt wider. Betritt man dieses einzigartige Gebäude, das Tradition und Moderne aufs Schönste vereint, wird man belohnt mit einem Panorama sondergleichen. Auf der öffentlich zugänglichen Plaza in 37 Metern Höhe entfaltet sich ein atemberaubender 360-Grad-Rundumblick über die Dächer der Stadt, den pulsierenden Hafen und die Weite der Elbe. Doch die Elbphilharmonie hält noch weitere Highlights bereit für ihre Besucher. 3 prachtvolle Konzertsäle beherbergt sie in ihrem Inneren, in denen Musikliebhaber Klänge von Klassik über Jazz bis Pop jeweils in perfekter Akustik und außergewöhnlichem Ambiente genießen können. Die spannende Architektur lässt dabei die Grenzen zwischen Innerem und Äußerem verschwimmen. Die Konzerte finden gleichsam mitten in der Stadt und doch in einer eigenen Sphäre statt. 3. Die Speicherstadt. In der Speicherstadt wandelst du durch Geschichte. Die roten Backsteinhäuser erzählen von vergangenen Zeiten, die engen Gassen flüstern Geschichten und die Speicher erinnern an den Handel, der diese Stadt groß gemacht hat. Die Speicherstadt ist das größte zusammenhängende Lagerhausensemble der Welt und beeindruckt durch ihre historische Backsteinarchitektur. Das Viertel wurde Ende des 19. Jahrhunderts eigens für den zollfreien Umschlag von Waren gebaut und beherbergte einst zahlreiche Waren wie Tee, Kaffee und Teppiche. Der Michel ist eines der Wahrzeichen Hamburgs. Die Hauptkirche St. Michaelis mit ihrem 132 Meter hohen Turm prägt die Skyline der Stadt. Schon von weitem ist die kupfergedeckte barocke Turmspitze zu erkennen. Ein Besuch des Michels lohnt sich nicht nur wegen der beeindruckenden Architektur im Inneren des Kirchenschiffs und der Krypta. Von der oberen Aussichtsplattform des Kirchturms bietet sich ein fantastischer 360-Degree-Rundumblick auf die Hansestadt und den Hamburger Hafen. Die Reeperbahn, nicht nur das Nachtleben, sondern auch tagsüber ein Erlebnis. Hier gibt es mehr als Bars und Clubs. Die bunten Fassaden, die Musikgeschäfte, das ist St. Pauli, das ist Hamburg. Ob Rotlichtbezirk oder Amüsiermeile, die Reeperbahn polarisiert. Neben Table-Dance-Bars, Sexshops und Nachtclubs hat sich das Areal aber auch zur multikulturellen Partyhochburg mit Szeneclubs, Bars und Restaurants entwickelt. In St. Pauli leben Künstler, Studenten und Hippies Tür an Tür. Die Deichtorhallen. Die imposanten Backsteinhallen unweit des Hauptbahnhofes dienten einst als Markt- und Speicherkomplex.
Heute beherbergen sie das Haus der Fotografie sowie die Halle für aktuelle Kunst, die mit wechselnden Ausstellungen zur Malerei und Skulptur aufwarten. Internationale Stars wie Andy Warhol, Roy Lichtenstein oder auch die Hamburger Avantgarde-Künstler wurden hier schon gezeigt. Die Alster-Arkaden umsäumen die Binnenalster mit vielen kleinen Läden, Cafés und Restaurants. Der See in der Hamburger Innenstadt lädt zum Flanieren, Entspannen im Park oder einer Rundfahrt mit einem der Alsterschiffe ein. Mitten in der Hansestadt Hamburg liegt eine versteckte Oase der Ruhe und Erholung, Planten und Blumen. Hinter historischen Backsteinmauern verbirgt sich einer der schönsten Garten- und Freizeitparks Nordeuropas. Auf einer Fläche von 47 Hektar können Besucher durch thematisch gestaltete Gärten flanieren, Blumenpracht bewundern und in einer tropischen Welt aus Palmenhäusern, Wasserspielen und blühenden Landschaften entspannen. Besonders spektakulär ist das Tropen- und das mediterrane Gewächshaus. Hier wachsen exotische Pflanzen wie Orchideen, Kakteen und Fuchsien, während exotische Vögel und Kois durch die tropisch heiße Luft flattern bzw. in den Teichen schwimmen. Die Illusion, in den Tropen gelandet zu sein, ist perfekt. Seine Vielfalt an Pflanzen, bunten Blumenbeeten sowie Freizeitangeboten machen die Anlage zu einem idealen Ziel für Jung und Alt und zu einem Geheimtipp fernab vom Trubel der City. Und hier ist Geheimtipp Nuntia 1. Der 1907 eröffnete Tierpark Hagenbeck ist einer der ältesten und schönsten zoologischen Gärten Deutschlands. Seine Besonderheit sind die barrierefreien Gehege ohne Gitter und Gräben, in denen die Tiere in naturnahen Landschaften gehalten werden. Als Highlights gelten die weiträumige Elefantenanlage, die begehbare Freiflugvoliere für exotische Vögel und das beeindruckende Tropenaquarium mit Korallenriffbewohnern und einem Unterwassertunnel. Mit über 1,5 Millionen Besuchern pro Jahr ist der Tierpark Hagenbeck ein idealer Ort für einen Tagesausflug für die ganze Familie. Seine naturnahe Gestaltung lässt Groß und Klein in eine faszinierende Tierwelt eintauchen. Und nun, wie versprochen, kommen wir zu unserem Geheimtipp Nuntia 2. Das Miniatur Wunderland, eine spektakuläre Miniaturwelt im Herzen Hamburgs. Versteckt im Herzen der Hansestadt liegt eine der größten Touristenattraktionen Hamburgs, das Miniatur Wunderland. Mit einer Fläche von über 1500 Quadratmetern beherbergt es die größte Modelleisenbahn der Welt. Inklusive unzähliger, liebevoll designter Landschaften und Szenerien. Schon beim Betreten des Wunderlands fühlt man sich wie in einer realen Bahnhofshalle. Vor den Besuchern entfaltet sich die Illusion einer Miniaturwirklichkeit mit fahrenden Zügen, startenden Flugzeugen und kreuzenden Schiffen. Die Ebenen stellen Länder wie Deutschland, die USA, Österreich und die Schweiz dar. Durch die stetige Erweiterung um weitere Länder wächst diese fantastische Welt immer weiter. Ob Modellbaufan oder nicht, die Faszination, mit der Miniatur Wunderland seine Gäste in eine Welt im Kleinen entführt, ist einzigartig. Ein Ausflug, der Staunen und Träumen bei Jung und Alt auslöst. Hamburg, meine Perle, hat so viel zu bieten, dass Worte kaum ausreichen, um es zu beschreiben. Die Geschichte, die Kultur, die Menschen, all das macht diese Stadt einzigartig. Wenn du Hamburg durch meine Augen lieben gelernt hast, dann lass uns gemeinsam noch mehr entdecken. Ein Like und ein Abo wären nicht nur eine Unterstützung für meinen Kanal, sondern auch ein Versprechen, dass wir noch viele weitere Abenteuer erleben werden. Bis bald!